Einen wunderschönen guten Morgen oder keine Ahnung, wann ihr das Video anschaut. Bei uns ist es auf jeden Fall morgen und Rita ist auch noch ein bisschen müde und verschlafen. Ja. Deswegen übernehme ich mal den Einstieg in das Video. Es ist heute auch wieder extrem kalt auf unserem Dachboden, deswegen sind wir mit einem Jäckchen bekleidet. Aber das stört uns natürlich gar nicht. Legosteine erwärmen ja unser Herz dermaßen, dass uns hier in 0, nix warm wird. Ihr werdet es sehen, Rita hat sich die Jacke schon aufgeknöpft und vielleicht wird sie auch während des Videos dann noch ausziehen. Wir zeigen euch heute mal wieder ein kleines Update und zwar ist das was ganz Besonderes. Ein paar von euch haben es sogar schon mal gesehen, mehr oder weniger. Wir haben nämlich in einem Video das mal unabsichtlich gezeigt, obwohl wir es eigentlich noch nicht zeigen wollten. Wir hatten Besuch von der Familie und die betätigen sich ja auch immer sehr kreativ in unserer Stadt. Wir sind da fast jetzt schon ein bisschen neidisch, denn die bauen fast besser als wir beide, kommt mir vor. Also bei einem Teil hier habe ich mir wirklich gedacht, also wir wollen es ja nicht übertreiben, nicht, dass der Rest der Stadt dann schlecht dagegen ausschaut. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Denn eben, wie du gesagt hast, unsere Familie hat sich gedacht, was könnten wir noch brauchen? Einen Wald könnten wir noch brauchen und eine Quelle. Genau, es geht hier also um den ländlichen Bereich. Genau. Wie ihr seht, hier rechts, ich schwenke mal für euch ganz wenig, hier ist dieser tolle Güterbahnhof. Und es hat damit zu tun, dass hier noch relativ viel unverbaute Fläche ist. Wir haben am Anfang überlegt, hier eine Burg, vielleicht das Schloss Löwenstein hinzustellen. Es hat sich jetzt herausgestellt, nein, hier muss ein Wald hin. Und zwar hat das meine Mutter bestimmt. Sie hat dann einfach zu bauen begonnen. Natürlich mit unserer Erlaubnis, das ist ja ganz klar. Und sie hat gesagt, sie würde hier gern mal sich an einem Wald versuchen. Und den zeigen wir euch jetzt mal als erstes. Und Rita übernimmt dann die Kamera und zeigt dann von der anderen Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das, dass meine Mutter eigentlich in Bezug auf Waldbauen und Legosteine jetzt nicht besonders viel Erfahrung hat, denke ich mal, ist das sehr cool geworden. Also ihr seht, beginnend vom Boden, hier sind so allerhand kleine Steinchen und Moos und so vertrocknete Äste und nur mehr Baumstämme und umgefallenes Zeug. Dann seht ihr hier auch ein paar Wanderer, die sich hier gut gehen lassen im Wald. Auch allerhand Tierchen, hier eine schwarze Eule und ein Hamster. Hier ist auch so ein kleiner Trampelpfad, möchte ich mal sagen, also wo die Leute hier spazieren gehen können. Hier genießt gerade ein Mann, glaube ich, ist das, oder eine Frau, ich weiß es jetzt nicht, eine Pause und unterhält sich mit seinem Kollegen. Und der Wegweiser, hast du den schon gezeigt? Den habe ich noch. Hier ist der Wegweiser, ja. Es ist so verwinkelt, dass man direkt aufpassen muss, dass man nichts übersieht. Genau, also hier steht ein Schild, hier geht es nach Lego City, das stimmt sogar. Denn die City ist ja sogar in diese Richtung hier, wie ihr seht. Da wird sicher draufstehen, keine Ahnung, 20 Kilometer. Ja, für eine Minifigur ist das ganz schön weit zum Gehen. Und ja, auch hier hinten auf der Rückseite haben wir wieder so ein Moos am Boden und einen Frosch und einen Wanderer. Und hier ist so ein kleines Kabäuschen, wo der Besitzer gerade heraus bei seinen Hühnern ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt der Wald sehr gut. Er wird sogar vielleicht noch etwas erweitert. Das sind großteils Steine, die wir aus dem Legoland Deutschland haben. Ja. Und die sind hier sehr gut verbaut worden. Dann geht es, bevor ich die Kamera an Rita weitergebe, hier hinten weiter mit, das ist noch nicht final, den Landhäuschen. Und hier ist das Neue, dass wir hier einerseits jetzt diese beiden Bergrücken aneinander gestellt haben. Das heißt, diese Kletterwand und dann von dem alten Set aus den 90ern, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Ein bisschen müssen wir es noch adaptieren, weil hier noch ein Spalt ist. Aber sonst ist das schon verwendbar und, wie ich finde, eins der neuen Highlights in unserer Stadt. Wir haben hier die Situation gehabt, dass hier ja so ein Bach oder ein Fluss auf dieser Bodenplatte ist und wir wussten nicht recht, was wir damit machen sollen. Da ja der aufhört und beginnt auf derselben Bodenplatte und nicht weitergeht. Und da hatte eine sehr intelligente Person, ich weiß leider nicht, die Idee, dass ja hier eine Quelle sein könnte, wo eben dieser Fluss
entspringt. Und wie ihr seht, das ist hier gemacht worden. Die Bodenplatte dahinter wird natürlich noch ausgetauscht, die passt noch nicht. Aber schaut euch mal diese coolen Wassereffekte an und das passt jetzt genau, da das Wasser jetzt hier auf dieser Bodenplatte dann weiterfließt. Ja, und dabei muss man dazu sagen, die Quelle ist noch nicht mal fertig. Genau, an der wird noch gebaut. Ja. Es musste schlagartig abgebrochen werden, alles liegen und stehen gelassen, da die Familie dann schleunigst nach Hause fahren musste. Also da wird noch weiter gebaut. Wenn ihr schaut, hier ist auch so ein kleines Loch mit einer geheimen Höhle. Dort drinnen ist, man sieht es jetzt vom Licht her nicht gut, eine Schatzkiste mit einer goldenen Banane. Also wenn man sich traut, darauf zu kraxeln. Ich gebe jetzt die Kamera mal an Rita weiter und sie wird euch dann die andere Seite zeigen. So, also von mir aus gesehen sieht das folgendermaßen aus. Genau, hier mit Christoph. Und vielleicht bleiben wir gleich bei der Quelle. Ich finde, die sieht einfach echt, ja, mega aus. Ich habe gesagt, fast zu schön für unsere Stadt. Ich finde, ja, da lässt man manche andere Sachen, die wir gebaut haben, schon fast ein bisschen schlecht aussehen. Aber gut, wir finden uns damit ab. Es ist okay. Wenn wir Unterstützung bekommen, ist es natürlich okay. Nein, wie gesagt, nur ein Witz. Aber sie schaut einfach echt cool aus. Genau. So, die Vorder- und Hinterseite der Quelle. Dann, wie der Wald von meiner Seite aussieht. Hier, das sieht noch ein bisschen lustig aus, weil natürlich hier der Fluss noch nicht weitergebaut wurde. Ich bin schon gespannt, wo der dann weiter fließt. Da haben wir noch nicht wirklich einen Plan. Aber es wird sicher eine Idee. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Stimmt, das ist eine gute Idee. Vielleicht irgendwie in den Wald und dann untergrundmäßig Untergrund weiter. In einen Kanal und er wird dann hier hinter dir für die Zugwaschanlage wird das Wasser dann verwendet. Für die 9-Volt-Zugwaschanlage. Mit Quellwasser gereinigt. Sehr gut. Okay, naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese kleinen Boote hier noch ins Wasser kommen. Wir werden sehen und auch die Fische, die sind ja auch arm, liegen da mitten am Land. Naja gut, wir werden das herausfinden. Und wie gesagt, hier ein Schwenk von meiner Seite von diesem Wald. Und ich muss echt sagen, der ist auch so super geworden. Das sieht echt cool aus. Das Einzige, was ich mir eben auch schon gedacht habe, er könnte vielleicht ein bisschen größer noch werden. Aber gut, da ist Christophs Mom auch dahinter, dass sie sich da noch ein bisschen verwirklichen kann. Ich hoffe hier mit dem Wald, dass sie wieder mal kommt und hier weiterbaut. Aber wir haben gesagt, wir rühren das jetzt im Moment nicht an. Das ist ein Projekt, welches wir abgegeben haben sozusagen und das wird dann auch von den Leuten vervollständigt, die das begonnen haben, sofern sie das wollen. Wir sind auf jeden Fall mit deren Werk ganz zufrieden, das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Extrem. Also ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr, sehr schön geworden und Wald war auch so ein Projekt, wo ich persönlich sagen muss, ich hätte nicht gewusst, wo anfangen, wie, das war irgendwie mir ein bisschen zu viel. So von null auf Wald. Ja, weil es auch sehr viel Arbeit ist mit den ganzen Blättern und das fällt immer wieder um und es fällt was runter. Ich bin mir sicher, dass einige der Blätter runtergefallen sind und sie hat das dann einfach unten liegen lassen, so als wie jetzt im Herbst, wo einfach das Laub am Boden liegt. Aber das passt ja dann auch perfekt. Also von dem her ich bin wirklich sehr zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Reich mir dann bitte auch noch mal kurz die Kamera. Ja, natürlich. Ich muss den Zusehern auch noch was zeigen. Was du schon wieder zu zeigen hast. Nur noch ein kurzer Schwenk. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr schön gemacht. Bitte sehr. Also erstens mal, wenn ihr eine leichte Nervosität meinerseits erkennt, es liegt daran, dass Rita mit ihrer, nennen wir es, schlanken Figur jetzt schon ein paar Mal den wunderbaren Horizon Express beinahe vom Tisch gestoßen hätte. Also deswegen habe ich jetzt ein paar Mal direkt geschluchzt und gejapst. Was ich euch noch zeigen wollte, ich glaube nämlich, wir haben hier von diesem
wo ich jetzt stehe, schon lang nicht mehr gefilmt. Also erstens mal sieht man hier die Hinterseite des Vergnügungsparks sehr gut, auch mit der Achterbahn. Ich glaube, hier müssen wir auch das ein oder andere Mal noch filmen. Und was ich euch jetzt noch zeigen wollte, was wir nämlich, glaube ich, schon lange nicht mehr oder gar nicht in die Kamera gehalten haben, ist dieses Survival Island hier links vom Tunnel, also das heißt im Schneeberg. Hier haben wir ja mal, wie die aus dem Sortiment gegangen sind, ein paar dieser Dschungelsets gekauft und hier diesen Flugzeugabsturz und dieses Inka Gold Schatzlager eingebaut. Und ich glaube, das haben wir euch noch nie so wirklich gezeigt, wie das aussieht. Ich finde, das ist eigentlich auch von dieser Perspektive, man sieht das nämlich von woanders gar nicht so gut, von dort, wo Rita steht, Stimmt. sieht man das fast nicht. Aber das ist ja auch das Gute, dass in unserer Stadt so viele verwinkelte Ecken sind, wo man immer wieder was Neues entdecken kann. Und es passt einfach perfekt, finde ich, hier die Verbindung eben von diesem Survival, Berggehen, was weiß ich was, zu dieser Quelle dann und auch zu diesem Wald. Das ist echt einfach cool gelöst. Hier geht zwar die Straße und auch die Eisenbahn durch, aber wir werden versuchen, hier das ganze Areal dann einfach nach diesen beiden Vorbildern ein bisschen natürlicher zu gestalten. Ja. Und das wird sicher ganz schön. Was haltet ihr davon? Gut. Genau, und eben nicht vergessen, falls ihr Ideen habt für den Fluss, wo der hinfließt, wie er dann versickert oder auch nicht oder keine Ahnung was, dann bitte in die Kommentare. Denn wir wissen gerade wirklich nicht, wo der hingehen soll. Wie gesagt, ein Vorschlag, der wirklich angebracht ist. Hier hinten ist, wie gesagt, diese Zugwaschanlage, wo man das Wasser auf jeden Fall benötigen würde. Also im Notfall werden wir es dort abfließen lassen und verwenden, das Wasser der Quelle. Okay. Genau. Wir sehen uns, Freunde. Einen schönen Tag, baut was Schönes und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.